So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Vampyr. Es geht direkt weiter. Jetzt mache ich mal ohne Camp weiter. Jetzt ist auch schon relativ spät. Wie gesagt, ich muss ein bisschen in Vorproduktion leider gehen, da der Rechner jetzt für ein paar Wochen weggeht für Reparaturarbeiten. Und ja, ne? Es ist einfach ein bisschen entspannter. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Im Namen der Barmherzigen, sie verlassen sich auf sie. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Melden Sie sich beim nächsten... Na gut, wieder Registrierungsbüro, alles klar. Wer bist du? Yes, Doctor? Achso, alles klar. Ich möchte dich alles ausfragen, weil ich glaube, von dir bekomme ich die meisten Informationen. It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Okay. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Ich wollte gerade sagen, die arbeitet wahrscheinlich die ganze Zeit durch, ne? Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Sowas ist immer super schwierig zu vergleichen. Also, damit hat sie sich jetzt gerade keinen Gefallen bei uns getan. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Sie nimmt es unglaublich ernst, was ja auch nicht schlecht ist. That's all for now, Nurse Crane. Aber Thank you. jetzt kann halt auch wirklich ganz schön nach hinten losgehen, ne? Aber vielen Dank für das Gespräch. Okay, das haben wir. Hier waren wir ja auch schon. Aber ich habe noch eine Krankenschwester gesehen. Irgendwo muss noch eine Krankenschwester rumlaufen. Ich wusste gar nicht, dass sie sich hier so richtig herumbewegen. Es setzt sich echt von Patient zu Patient, ne? Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen beobachtet, sieht das doch ein bisschen anders aus. Wie er es gerne vorgibt, sage ich jetzt mal. Wo ist die andere Krankenschwester? Da bist du. Stopp, warte mal auf mich. Good Hallöchen. evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ey, wir sind fast durch. Wir haben fast mit dem gesamten Krankenhaus gequatscht. Und mit ihr haben wir sogar schon alles durch, oder? Ist ja der Wahnsinn. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Okay, einen Moment. Hier drüben war noch irgendwo jemand. Stehen bleiben. Wer bist Good du? evening, Nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you Okay, komm, describe wir the wollen alles situation erfahren. at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Gut, das stimmt wirklich, ne? Also es scheint ja wirklich unfassbar schlimm zu sein. Hold of yourself, Nurse. Sorry. Jetzt müssen wir gleich rumpanschen wie der wilde... No one has any Keine Ahnung. idea when this epidemic will be over. Es wird alles nicht besser. Ne? Jetzt das ganze rumgepanschte, die ganzen rumgepanschten Chemikalien reinhauen. Even the Black Plague Ja, didn't kill everyone. no. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Ja, verstehe ich schon. How long have you been a nurse? Entschuldigt, ihr Long Lieben. enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Sie wären überrascht. Sie haben recht. Mir gefällt Ihre Einstellung nicht. Muss ich ganz echt zugeben. Also, ne, von so eigentlich total nett und so. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is Ja, the okay. Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual.
especially concerning doctors. Okay. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Den kennen wir auch noch Milton nicht. dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Ist das jetzt so schlimm? Ich weiß ja nicht. Okay, wir brauchen erst mehr Hinweise. Also, das war jetzt so, ne, wo man mal ein bisschen auf die Bremse drücken musste und mal sagen musste, jetzt atmen Sie mal bitte tief durch und dann geht's weiter. Okay, das kennen wir sogar schon. Also da, die war jetzt richtig verbittert, richtig verzweifelt, hat man gemerkt, Stück für Stück kam es immer mehr raus. Ja, verstehe ich natürlich, schaut euch das mal an. Na, braucht man nicht groß drüber reden. Ich habe gehofft, vielleicht hier ein bisschen Blut saugen zu können. Nicht aussaugen, sondern nur ein bisschen. Du bist doch das. Hier, komm mal ran auf den Meter. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. So einer bist du. Alles klärchen. Oh, das könnte uns ein bisschen was You bringen. want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Okay. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Meistens. Ja, so nebenbei, ne? It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped from the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Okay. Since you're on the front line, Ich sehe schon, wie die ganzen Quests rechts aufleuchten. Oh. It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Es werden halt immer mehr verwandelt, ne? Muss man einfach are dazu you sagen. really smuggling weapons? Und das jetzt in so einer Situation ist halt, I've ja, already been attacked by patients, you know. unpraktisch. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ja, das war schon. Na gut, wir schauen mal, was er hat. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Nicht nur eine zuverlässige Waffe, Miltons Schrotflinte. Kann das sein, dass die sogar noch besser ist? Ein paar Patronen, ja, könnte man machen. Griff, Abzug, das sind so Sachen, die man zusätzlich kauft. Aber wir brauchen ja von den Sachen 5 Stück. Ich möchte erstmal ein bisschen abwarten. Schmiermittel. Eine kleine Menge Industrieschmiermittel, mit dem der Mechanismus einer Schusswaffe geölt werden kann. Braucht man wahrscheinlich später zum Verbessern, ne? Und hier können wir wahrscheinlich Sachen verkaufen, aber wir haben so wenig Kram. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier irgendwie irgendwas aufheben müssen. Das Witzige ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich das mit den Waffenwechseln mache, ne? Ich wollte das noch nachschauen. Verdammt. Na gut, hoffentlich kommen wir da noch irgendwie drauf. Ansonsten kurz Einstellungen reinschauen. So. Safer here than anywhere else in the East End.
Gibt es hier bitte noch irgendwas zum Einsammeln? Loot tut gut, das wissen wir alle. Und davon haben wir bis jetzt viel zu wenig. Gar nichts. So, du bist... Wer warst du jetzt? Good evening, sir. Wir auch nicht. Ist ja der Wahnsinn. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Ja. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Würde ich jetzt so nicht sagen. Die Belegschaft ist wichtiger, es ist überall dasselbe. Ich hatte keine große Wahl. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Hat er schön gesagt. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. Die aber auch langsam Stück für Stück die Hoffnung verliert, ne? Really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Gut, das ist natürlich schon sehr schwierig, ne? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Er gibt wirklich alles. Sie müssen nichts beweisen. Schwester Gwyneth macht sich Sorgen. Sie verhalten sich verantwortungsvoll. Verantwortungslos. Ja, das trifft schon, Nurse ja. Brannigan is worried about you, Doctor. Aber richtig. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Okay, also er hat es nicht böse aufgenommen. Goodbye, Dr. Tippett. So, jetzt hatten wir aber schon wieder neue Hinweis. Wo ist denn jetzt Schwester Gwyneth? Bist du das? Ja, das müsstest du sein. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Wir haben einen neuen Hinweis. Gleich mal, no? Auf den Zahn fühlen. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you Baut need. sich da was vielleicht auf? Na, ist da was am Anrollen? Und selbst wenn, wäre es ja nicht schlimm. Aber das ist wirklich, was wirklich extrem schlimm ist, die Hoffnung hier ist ja komplett ausgestorben. Es ist wirklich nichts mehr vorhanden, alle laufen auf dem Zahnfleisch, nichts geht mehr. Verständlich, aber natürlich auch extrem schwierig, ne? Wenn das zu sehr kippt, dann wird es doch ziemlich schwierig.
Dein Ernst? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Okay. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Naja, es war aber auch... Ja, ne? Sie sind dort beinahe verstorben, wollte er Rache. What did he want? Interessiert mich. Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Was? Sie sind ein Monster, überleben um jeden Preis. Vielleicht haben sie recht. Only the strongest survive, then. Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Okay. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Das ist... How is Also your er ist ein sehr spezieller hospitalization Typ. going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Was? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Oh, bitte. Oh, warte. Ich könnte sogar... Ui, ich könnte ihn ja sogar mal auf dem Ründchen entführen, ne? Come on, Dr. Reed. Vielleicht holen wir uns mal ein paar Pünktchen, weil er ist weder Händler noch sonst irgendwas. Er But you're bringt uns alive jetzt nicht thanks to the besonders efforts viel and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? und ist unglaublich medal? undankbar. I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Er ist sowas von undankbar. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Irgendwann sind sie dran. Wir müssen alle unsere Taten, für unsere Taten gerade stehen. Sie werden bald sterben. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you? Ehrlicherweise, I'm the leader of the das Wet ist jetzt Blue kritisch, ne? Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. wir machen gleich noch eine Sache. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nebenbei ja immer meinen CPU-Rechner offen, weil ich natürlich gucken muss. Wie gesagt, defekter Rechner geht bald in die Reparatur. Und ja, alle meine Kerne sind bei 100 Grad. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Päuschen machen. Und dann, ja, später weitermachen. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst ein Däumchen da, würde mich unglaublich freuen. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.